Es regnet in Strömen. Hier ist er voll integrierter Etrusco i7400 SB. Ja, 2,3 Liter, 140 PS, 9-Gang Automatik von ZF. Die Markise, Sattanlage, Solaranlage, Navi, Radio, Rückfahrkamera, Hubbett und die Type X Ausstattung. Und da es so schön regnet, gehen wir direkt mal gleich rein. Ja, wenn du dich mal kurz vorstellst, wo arbeitest du? Ja, ich bin der Alex, ich arbeite bei der Wohnmobilvermietung in Saarlouis. Genau. Und wir vermieten die Fahrzeuge und verkaufen sie aber auch. Das ist ein Neuwagen jetzt, gell? Das da ist jetzt ein nagelneuer Fahrzeug. So, ein nagelneuer ist ein voll integrierter. Wir zeigen euch den gleich mal. Das Fahrzeug kostet wie viel? Schauen wir kurz nach. Dann zeige ich schon mal kurz noch von außen. So wie er jetzt hier steht, kostet er 75.000 Euro. 75.000 Euro als Vollintegrierter. Und welche Details er hat, hat oben eine Sattanlage vollautomatisch mit drauf, hat einen Rausfallschutz, hat eine große Heckgarage mit drin, die schauen wir uns gleich mal an. Ansonsten verweise ich natürlich auf unser Video von dem 2020er, der sich innen und außen nur unwesentlich unterscheidet. Hier ist es wesentlich trockener drin, muss ich sagen. Ich will gar nicht mehr weg. Da hat man nochmal große Staufächer mit drin. Ich habe hier oben einen Lichtschalter, kann also die ganze Garage auch beleuchten. Hier ist das Navi schon mit drin. Das wird wahrscheinlich erst eingebaut, wenn derjenige es bekommt mit dem Fernseher und allem drum und dran. Und hier ist das Bordwerkzeug. Hier sind auch die VZO-Ösen mit dabei. Großer Kofferraum. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, wenn man einen voll integrierten hat. Die große Thule Omnistor ist oben drauf. Das ist das neue Heck mit der Rückfahrkamera. i7400 SB Type X. Ja, und wir sind tatsächlich bei wohnmobile-saarland.de. Da steht's. Und das ist das Heck. Extra Aufbautür. Das heißt, also ich komme auch an der Seite problemlos raus. Ja, von der Länge her, wenn du dich mal gerade daneben stellst und mir mal verrätst, wie groß du bist. Ich bin gerade 1,90. 1,90 bist du. Warte, ich zeig dich mal gerade komplett. Ja, hat schon eine stattliche Größe. So, und jetzt geht's gleich rein. Da vorne ist Wasseranschluss. Dann zeigen wir mal von innen. Hat mit 2 verschiedene Rückfahrkameras. Nur mal, dass Sie das sehen. Hier oben. Auf geht's. Das ist die Aufbautür. Genau, auch nochmal mit separaten Verdunklungsrollung. So. Hast du das Regenwetter mitgebracht? Ja. So, hier innen drin ist es wesentlich gemütlicher. Ja, großes Hubbett mit dabei. Genau, wie bei allen integrierten Modellen haben wir auch hier ein Hubbett, was man relativ leicht nach unten fahren kann. Mach mal. So, du machst doch die Übergaben, das heißt, du kennst die Fahrzeuge, ihr habt sie jetzt schon länger in der Vermietung? Genau, also das Fahrzeug hier habe ich auch in der Vermietung. Der ist aber neu. Der hier ist jetzt neu, genau, aber vom Prinzip, von der Technik funktioniert das alles einmal identisch. Riesenbett, unglaublich. Genau. Ja, wir haben hier unten drunter auch noch den Fallschutz liegen, den man ganz leicht hier oben einhaken kann, dass man nicht rausfällt. Genau, und dann gerade nochmal hochhebst die Matratze, so ein kleines Detail. Nee, die Matratze einmal ganz kurz. Da waren nämlich entsprechende Tellern drunter. Das heißt, also ich habe hier sehr, sehr guten Schlafkomfort. Eine ordentliche Matratze ist mit dabei. Ich kann hier zuziehen, wie ich sag mal in der First Class. Genau, also es ist ganz leicht. Kann man einmal den Vorhang komplett zuziehen. Sehr schön, da habe ich meine Ruhe. So, hier vorne habe ich direkt eine Tasche mit dabei. Ich zeige mal gerade komplett, dass man das Ganze mal sieht mit dem Hubbett. Wenn das Ganze hochgeklappt ist, es stört überhaupt nicht, oder? Nee, also das Hubbett bei den integrierten Modellen stört absolut nicht. Ja, das Hubbett bei den integrierten Modellen stört absolut nicht, sagt er. Wir können den jetzt gerade nicht hören, weil es ein bisschen regnet hier gerade. So, da haben wir die Sessel Type X, bedeutet, ihr habt eine sehr, sehr cleane Einrichtung, nicht so verspielt, sehr modern. Ja, die Type X-Ausstattung ist auch die Sonderausstattung bei Etrusco. Dazu gibt es dann auch diese komplett weißen Schrankklappen. Die sind komplett weiß, ich zeige es mal gerade. Das heißt also, hier kann ich nichts falsch machen. Das heißt, von der Farbe her ist höchstens noch so, ich sag mal, der leichte Braunton, der so in Kaffee reingeht, so ein kleines bisschen. Aber ein bisschen Kontrast muss ja auch sein. Genau, wir reden ja von dem italienischen Fahrzeug. Die Italiener, dieses Mediterrane, das Warme im Kontrast zu dem hellen Weißen. Längsbetten mit Spielwiese, ausziehbar. Genau, wir haben 2 Längsbetten getrennt über diesen Auszug und eine separate Matratze hat man dann ein sehr großes Doppelbett.
Großes Längsbett ist mit drin. Bevor wir dazu kommen, zeigen wir erstmal ein paar Details. Ich habe viele Luken hier eingebaut für ganz viel Licht. Jetzt im Moment ist keine Außen- oder Innenbeleuchtung eingeschaltet. Trotzdem habe ich viel Licht, selbst bei bewölktem Wetter. Genau, durch die hellen Möbel hat man hier drin immer ein schön angenehmes Licht, trotz aktuellem Wolkenschein. So, das ist die Küche. Auch hier mit diesen Verblendungen, die jetzt neuerdings mit drin sind, die dem Ganzen einen sehr hochwertigen Charakter geben. Wenn du dich mal kurz da reinstellst, mit dem 1,90 m, das Fahrzeug ist wirklich sehr hoch. Das heißt, ich brauche keine Platzangst hier zu haben. Nein, auf keinen Fall. Auch sehr große Menschen fühlen sich hier drin sehr wohl. Und man hat ein sehr großes Raumgefühl hier in diesem Fahrzeug. Ich gehe mal kurz zurück. Zeigen nämlich auch gleich mal, wie das Ganze genutzt wird. Die Küche hat so eine kleine Einbuchtung mit drin. Das heißt, da kannst du dich reinstellen. Kommst damit natürlich du sowieso an jeden Schrank prima ran. Da sieht man es. 3 Scharniere oben drauf. So das Ganze Soft Close. Ja, die Dachschrankklappen sind alle mit Softclose, genau wie die Schubladen hier unten. Die ziehen Besteckkasten beispielsweise. Alles ganz leicht einziehbar über den Softclose-Einzug. 3 Flammenkochherd mit drin. Ja. Genau, wir haben jetzt bei dem den 3-Flammenkocher, allerdings bei Etrusco ohne Piezo-Zündung. Das heißt, man muss immer ein Feuerzeug mit sich führen. Von Tedford, einer der Marktführer. Jetzt fängt es richtig schön an zu regnen und trotzdem hier drin hat man es ganz gemütlich. Ja, da ist eine ganz große Spüle mit drin, mit einem richtigen Wasserhahn, der drauf ist, praktisch wie zu Hause. Ich habe eine sehr, sehr tiefe Arbeitsfläche hier. Ja, also man hat A, eine sehr tiefe und B, eine sehr große. Das heißt, wir haben noch sehr viel Platz für eine Kaffeemaschine beispielsweise, einmal hier hinten im Heck zu stellen. Hier oben die dazugehörige 220 Volt Steckdose und dann noch USB-Ladesteckdosen. So, das ist die Sitzgruppe. Das heißt, auch die Beleuchtung, ihr habt Ambiente-Beleuchtung, indirekte Beleuchtung mit eingebaut, überall. Steht im Auto gut. Ja, also diese indirekte Ambiente-Beleuchtung sieht natürlich sehr gut aus. Wir sehen es auch hinten einmal im Heck um das Bett rum, einmal komplett durch LED bescheint. Stark. So, dann habe ich hier den Sitzbereich. Wenn du dich mal kurz hinsetzt und einen Stuhl mal gerade drehst, bitte. So, das geht sehr leicht. Face to face, das heißt, ich sitze hier meinem Gegenüber direkt gegenüber. Kann dann auch prima essen. Das gleiche geht auch mit dem Beifahrersitz. Dann habe ich auf der rechten Seite beim voll integrierten große Ablagestellen, wo ich noch was ablegen kann. Da kann ich zum Beispiel jetzt eine Kaffeetasse draufstellen und so weiter. Genau, dadurch, dass wir hier auf der Beifahrertür keine Einstiegstür haben, hat man hier sehr viel Platz geschaffen für Ablagemöglichkeiten. So, Stereoanlage ist mit drin, die Verbreiterung ist ordentlich gelöst. Hier unten habe ich noch Ablagefächer mit drin. Das Ganze so in einem Schiffsbodendesign, was hier realisiert worden ist. Ja, vorne sieht man, das Scenic ist schon eingebaut. Genau. Xcent heißt in diesem Fall. Und ja, ich habe hier das wunderbare 9-Gang-Automatikgetriebe von ZF. Ja, das Butterweich. Ja, auf jeden Fall butterweich, ganz leicht zu handhaben. Fahrerklimaanlage ist mit drin. Ich muss hier nicht mehr kuppeln, das ist der Vorteil. Und ja, 140 PS. 140 PS Fiat mit drin. Hier vorne habe ich Armlehnen, wenn du mir die mal kurz zeigst. Das heißt, ich kann auch während der Fahrt bequem die Arme ablegen. So, für dich jetzt als fast 2 Meter ist das noch groß genug? Kein Problem? Das ist auf jeden Fall groß genug. Man könnte noch etwas größer sogar sein. Ja, da vorne sieht man, also das ist Touch oben, die Lampen, die da sind. Einfach anmachen, gehen sofort an. Und ich gucke mal gerade so ein paar Details. Hier habe ich elektrische Fensterheber an der Fahrerseite. Die Fahrertür lässt sich öffnen natürlich. Das heißt, ich kann an der Mautstelle einfach mal aussteigen, habe dann nochmal einen Zugang zu der ganzen Sache. Hier vorne habe ich nochmal 2 Gurtplätze, die mit drin sind. Dann habe ich einen Automatikkühlschrank von Tedford mit eingebaut. Habe eine Truma Kombi mit eingebaut, warmes Wasser und warme Luft. Ein sehr, sehr einfaches Bedienfeld. Wenn du mal kurz den Kühlschrank aufmachst, bitte. Hier den Maxi-Kühlschrank drin verbaut, als Absorber-Kühlschrank mit der Automatik-Kühlfunktion. Okay, das A anmachen, der nimmt sich das, was er gerade hat. Genau, er wählt immer die am besten verfügbarste Stromquelle bzw. Kühlquelle.
Jetzt ist er auf Gas. Mal gucken, ob eine Gasflasche drin ist. Der ist jetzt neu. Wahrscheinlich hat er keine Gasflasche drin. Genau, Dann geht er aus. genau, dann geht er aus. Ah, geht noch. Ja, mal schauen. So, das geht vollautomatisch. Hier oben habe ich das Bedienfeld. Das ist sehr einfach zu bedienen. Genau, wir haben einfach nur ein paar Knöpfe. Hier einmal die Hauptsteuerung für das 12 Volt Bordnetz. Heißt, wir brauchen das fürs Licht, für den Kühlschrank, für den Fernseher muss es einmal angeschaltet sein. Oben einmal die Ladekontrollleuchte, wenn wir am Landstrom hängen. Ansonsten Stand Abwasser, Frischwasser und eben der aktuelle Spannungsstand der Aufbaubatterie. Ja, eine Truma Kombi. Hier vorne habe ich die Sattanlage daneben. Der kleine neben der Truma. Genau, hier ist einmal das Teleco-System verbaut, ganz einfach zu bedienen und der Fernseher einmal hier oben in dieser Schrankklappe drin. Genau, zeig mal bitte, wie das geht. Das Schöne ist, du machst es jeden Tag. Ist wirklich einfach, oder? Ja, es ist ganz einfach, den Fernseher zu entnehmen. Man kann ihn auch drehen, so wie man es haben möchte. Das heißt, aus allen Blickwinkeln kann man den Fernseher nutzen. Auch aus dem Bett. Ja, Sehr cool. Hier vorne ist ein großer Spiegel, der auch raumhoch ist. Direkt am Eingang, wo auch hingehört. Hier habe ich dann nochmal 2 unterfütterte Haken mit drin. Und direkt im Eingangsbereich habe ich dann nochmal eine Klappe. Hier könnte ich zum Beispiel Schuhe reinmachen und so weiter. Dann habe ich hier nochmal eine Einzelsitzbank mit drin. Und hier oben nochmal einen großen Schrank. Wenn du den Schrank mal bitte öffnest. Auch hier alles sehr, sehr tief. Ja, ganz, ganz große Sonnenblenden. Bei so einem vollintegrierten ist natürlich wichtig, wenn die Sonne kommt. Die kann ich einfach runterklappen oben. Ja, wir gehen mal weiter durch. Es ist eine große Raumtür vorhanden, da kann ich mich komplett abtrennen. genau, das ist diese separate Abtrennung für den Schlafraum. Ganz einfach zu schließen und man ist wirklich zum vorderen Fahrzeug abgeschnitten. Mit Spiegel mit dabei. So, hier vorne habe ich dieses Schienensystem. Hier kann ich Zubehörteile reinmachen, Kapselhalter und es gibt da unglaublich viel Zubehör. Genau, Kapselhalter kann man einmal da reinmachen, dann gibt es noch einen Papierrollenhalter und vieles mehr kann man da in diese Leiste einhängen. Ja, kommen wir mal zum Bad. Ich habe eine große separate Dusche dabei, die muss ich nicht umbauen. Wenn ich dann reingehe, kann ich dann einfach duschen. Du bist jetzt 1,90 Meter, steig mal kurz rein. Vorher muss das Brett entnommen werden. Das ist gleichzeitig auch die Sicherung, gell? Das Genau. ist nicht. Du bist 1,90 Meter und das klappt problemlos. Das ist problemlos von der Höhe her, gar kein Problem. Okay, klasse. So, da oben habe ich einen Halter, da kann ich zum Beispiel ein Handtuch reinhängen. Genau, wir haben hier einen Handtuchhalter und natürlich Dachfenster, was man öffnen kann zur Entlüftung. So, das Brett, das ist dazu gedacht, wenn ich das jetzt nicht benutze, kann ich auch problemlos drauf steigen und es fixiert automatisch auch die Türen. Genau, die Türen sitzen jetzt fest und während der Fahrt kann mit den Türen nichts mehr passieren. Die Türen sind auch nochmal separat über Druckknöpfe gesichert. Jetzt hast du hier unten, wenn du die Tür nochmal zumachst, dass man sieht, wie gut man sich dann auch aus dem Weg gehen kann. Das heißt, hier habe ich jetzt ein abgeschlossenes Raumbad mit drin. Kann mich hier fertig machen, kann hier die Toilette benutzen, kann aber auch einzeln in die Toilette rein, indem ich die Tür einfach zumache. Hier vorne habe ich 2 Handtuchhalter mit eingebaut, einen ganz großen Spiegel mit drin und natürlich eine große Waschgelegenheit, fast wie im Liner schon, ne? Ja, das entwickelt das Gefühl. So einen großen Schrank, mach mal auf bitte hin. Der Möbelbau ist gut. Also ich bin ganz, ganz beeindruckt. Alles sehr satt. Ja, ist sehr gut verarbeitet. Ihr habt überhaupt keine Probleme mit? Nee. Mit den Fahrzeugen hier haben wir absolut keine Probleme. Sowohl von der Technik her als auch von der Verarbeitung. Der große Härtetest ist ja immer die Vermietung, sage ich mal. Das heißt also dort die Leute nicht, dass sie schlecht damit umgehen, aber es ist nicht deren Eigentum und man kennt die Fahrzeuge auch nicht. Das heißt, ihr habt viele, die auf dem Fahrzeug dann das allererste Mal fahren. Da wird das Material schon hart rangenommen. Habt ihr da viele Probleme mit Etrusco? Da haben wir mit Etrusco gar keine Probleme. Das ist für die Vermietung. Also Etrusco hat den Härtetest der Vermietung bestanden. Schon länger jetzt, gell? Genau, so ist es. Ja, wenn du mal kurz rauskommst, zeige ich nochmal die Dusche. Da ist der Brausekopf mit dabei. Das Ganze ist integriert. Sehr, sehr groß. Ja, kommen wir mal zum Bett. Last but not least. Vielleicht mal eine Klappe, die hier drunter ist. Was hat die für eine Funktion? Genau, hier hat man einmal eine Bodenstauraumklappe durch den doppelten Boden. Hier kann man entweder einen Bodentresor angepasst für diese Klappe einbauen oder sonstige Sachen verstauen. So, hier drunter ist wahrscheinlich ein Kleiderschrank.
Oder was ist da drin? Genau, hier haben wir einen Kleiderschrank mit eingebauter Kleiderstange. Das heißt, man kann die Sachen bequem reinhängen und alles ist sortiert. Und Jacken zum Beispiel, egal was ich reinmachen kann, der ist sehr, sehr tief, der Schrank. Hier ist der Luftaustritt auch nochmal an der richtigen Stelle für die Heizung. Ich zeige es mal gerade. Das ist hier vorne. Und das gleiche nochmal auf der rechten Seite. Wenn du auch die mal bitte aufmachst. Zeitgleich geht es nicht. So, und filmen wir auch da mal kurz rein. Ja, hier sind jetzt auch noch Fächer eingelassen. Und unten ist der Frostwächter übrigens mit drin. Ab einer gewissen Temperatur geht es automatisch auf, um den Boiler zu schützen. Genau, dann öffnet der und dann läuft das Wasser aus dem Boiler komplett raus, dass kein Frostschaden auftreten kann an der Wasserleitung. Ja, Längsbetten, die sind riesig, aber man kann sie noch erweitern. Zeig mal bitte. Genau, einfach über diesen Auszug. Das Brett wird rausgezogen, das zweite Kissen wird reingelegt und dann hat man eine sehr große Spielwiese. Stark. Das Ambiente-Licht ist cool. USB habe ich hinten. Ja, sowohl an beiden Lampen. Auf der einen Seite einmal den An-Ausschalter für die Lampe, auf der anderen Seite hat man immer eine USB-Steckdose. Wenn du gerade mal einen ganz kleinen Tick zurückgehst, dann zeige ich mal gerade was. Da ist in dem Fall auch eine Leiter dabei, eine kleine, dass man hier hochsteigen könnte. Man käme mit etwas Glück auch so hoch, aber die Leiter ist mit dabei und ein Riesenbett natürlich im Heck drin. Das ist sehr beliebt. Ja, die Einzelbetten sind am häufigsten nachgefragt bei den Fahrzeugen. Super. Ich überlege gerade, haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube, da unten ist noch eine Klappe, die wir noch nicht gezeigt haben. Das ist die bekannte Schuhklappe bei den Fahrzeugen. Die Schuhklappe. Und hier unten, was ist da? Und am Kühlschrank haben wir auch noch Staumöglichkeiten. Es liegt direkt am Boden, das heißt, da können auch schwere Sachen drauf. So. Ja, toll. Da gehen wir am besten mal raus. Du hast die Daten draußen im Moment nochmal? Das ganze Fahrzeug mal anschauen. Nagelneu. Da ist es. Es hat geregnet. Der Etrusco i7400 SB hat einen speziellen Stift, der nicht verläuft, finde ich gut. Ja, Baujahr Erstzulassung 2020. Hubraum ist 2,3 Liter, 140 PS. Ein Neuwagen mit Neungang-Automatik, Markise, Sattanlage, Solaranlage, Navi, Radio, Rückfahrkamera, Hubbett und der Ausstattung Type X. Ihr verkauft viele Etruscos, muss man sagen. Wirklich viele. Ja, genau. Habt die Marke noch nicht so lange. Ihr seid von momobile-saarland.de. Wenn ihr Interesse habt, einfach mal kurz auf die Webseite gehen. Ansonsten mal anrufen. Man kann die Fahrzeuge aus ganz Deutschland erwerben. Habt immer mehr Leute, die nicht aus dem Saarland kommen, gell? Genau, also unsere Kunden kommen sowohl aus allen Teilen von Deutschland, aber auch aus dem Ausland, Österreich, Schweiz. Ja, ihr habt doch fast alle da. T6900 DB steht für? Doppelbett quer. Doppelbett quer. Da gibt es die verschiedensten Ausführungen. Und hier steht er, ja, sehr gefragt, der voll integrierte 75.000 Euro, volle Ausstattung, Automatikgetriebe, so wie er hier steht. Ja, und auch Fragen zur Auflastung und zur maximalen Belastbarkeit und so weiter und so fort. Einfach anrufen, Fragen stellen, werden auch gerne beantwortet. Tschüss. Tschüss.